Moin bei kugelbahn.de. Diese Schienen hier, die kennt ihr schon aus einem vorigen Video, die sind vom Karl-Heinz und da sind jetzt noch ein paar neue dazugekommen und die sortiere ich jetzt für euch aus und stelle euch auch diese vor. Viel Spaß! Dann legen wir los mit den sogenannten Wellenschienen. Die bekommen ihren Namen durch deren Oberfläche, die meiner Meinung nach eher aussieht wie so eine Art Sägezahn. Und zwar bewegen sich die Kugeln, während sie über die Schiene laufen, auf und ab. Ich habe dem Karl-Heinz noch eine Mail geschrieben und gefragt, ob die noch irgendeinen besonderen Zweck haben. Und nein, sie entschleunigen dadurch die Kugel ein bisschen, dienen quasi so ein bisschen als Bremsschiene und ansonsten ist der Effekt eher optischer Natur. Diese Schienen gibt es in 4er, 3er und 2er Länge. Und ja, wie diese in die Bahn integriert werden, das können wir uns jetzt noch anschauen. Ich mache natürlich wie immer eine kleine Beispielbahn oder in dem Fall sogar mehrere. Da müssen wir natürlich erstmal die Grundplatten aneinander legen und dann einen kleinen Versuch aufbauen. Aufgrund dieses bremsenden Effekts von diesen Wellenschienen wähle ich die Anlaufgeschwindigkeit hier jetzt mal ein bisschen höher, indem ich so eine kleine steile Bergabschiene verwende, damit die Kugel auch ordentlich Schwung drauf kriegt und verbaue hier dann im Anschluss eine 4er Schiene von diesen Wellenschienen, damit die Kugel auch ein bisschen Weg zurücklegen kann. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier, jetzt starte ich und die Kugel läuft nicht zu erwarten, meiner Meinung nach, doch ziemlich gut darüber, obwohl der Anschwung natürlich auch ordentlich ist. Und das Ganze baue ich jetzt nochmal um mit weniger Anlauf. Und zwar lasse ich zwischen Startknopf und der Wellenschiene einen Höhensteinunterschied. Und auch hier kann man jetzt gleich sehen, dass die Kugel relativ problemlos und mit einer guten Geschwindigkeit über diese Wellenschiene drüber läuft. Und hier das alles nochmal kurz als Zeitlupe. So, wie ist das denn, wenn zu viel Geschwindigkeit möglicherweise drauf kommt? Dafür nehme ich mal den Hammerschlag hier zur Hilfe und lasse den Auslösungen auf die Wellenschiene drauf schießen. Und das wird natürlich ein bisschen schwierig, weil die Kugel dann doch sehr rumwackelt und aus der Schiene fällt, und mit der Gaußkanone ist es so gut wie überhaupt gar nicht möglich. Diese Wellenschiene gibt es also in 3 verschiedene Längen, 4er, 3er und 2er, und ja, haben halt mehr eine bremsende Wirkung. Kommen wir zu den nächsten Schienen, die Schlangenschienen, so wie sie heißen. Hätte ich jetzt eher als Wellenschienen bezeichnet, aber gut, das ist ja nicht meine Aufgabe, irgendwelche Produktnamen zu vergeben. So, die Schlangenschienen gibt es auch in 4er Länge, in 3er Länge und in 2er Länge, und hier mal ein bisschen Detailansicht nochmal. Ja, die Enden dieser Schlangenschienen müssen fester in die Kurven reingedrückt werden. Die sitzen sehr stramm, ist aber auch gut, weil dann halten die natürlich auch vernünftig, und die sind sehr praktisch, wie wir aber gleich erst in der Endlos-Beispielbahn sehen können. Hier jetzt auch wieder so ein Versuchsaufbau. Ich habe jetzt mal die 3er Schlangenschiene genommen, und da sieht man halt, wie die Kugel da gut durchläuft, sofern sie nicht zu schnell sind, weil diese Kurvenradien sind natürlich sehr eng. Und wenn die Kugel da zu schnell in die Schiene reinläuft, dann fällt sie raus. Obwohl sie schon einen sehr guten Halt drin haben, finde ich das hier dann doch, wie man jetzt gleich sehen kann, mit dem Hammerschlag als Versuch, mit der Gaußkanone wird es gar nicht gehen, dass die Kugel dann doch zu schnell ist und direkt rausfliegt. Hier hat es jetzt mal funktioniert. Ich konnte aber diesen funktionierenden Versuch nicht reproduzieren. Darum hier jetzt nochmal ein paar Zeitlupenaufnahmen von den Fehlschlägen. So, und als letztes die langen Schienen, die gar nicht lang sind erstmal, weil die muss man sich nämlich erst zusammenbauen, und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier zur Demonstration mal das 1er Verlängerungsstück genommen. Die werden da drauf gesteckt, und halt auch am anderen Ende muss natürlich das Gegenstück drauf gesteckt werden, und dadurch hat man dann in dem Fall jetzt eine Schiene, die 5 Felder überbrücken kann. Das Ganze lässt sich erweitern auf bis zu 8
Felder. Und das ist natürlich relativ praktisch, wenn man mal so oben quer über die Bahn bauen muss und da keinen Platz hat, um dann noch irgendeine Säule hinzustellen mit einer Kreuzung drauf, dass die Kugel quer über die Bahn laufen kann. Das Ganze funktioniert sehr gut. Ich habe jetzt hier mal die 8er Version dann aufgebaut. Und das einzige Nachteil ist natürlich bei diesen langen Schienen, wenn da 2 oder mehr Kugeln gleichzeitig dicht hintereinander drüber laufen, dass die sich dann doch ein bisschen durchbiegen. Ob das jetzt brechen würde, habe ich nicht ausprobiert, logischerweise. Ich möchte die Schienen ja auch verwenden können, aber das sieht schon manchmal ein bisschen grenzwertig aus und wenn die Steigung dann auch nicht hoch genug ist, dann könnte das durch den Bogen, der dann beim Drüberlaufen entsteht, möglicherweise auch auf der Schiene hängen bleiben. So, und dann hier jetzt noch eine kleine Beispielbahn mit einem elektrischen Aufzug, damit die auch endlos durchläuft. Und hier habe ich natürlich ein paar von diesen neuen Schienen drin verbaut. Und hier kann man jetzt sehen, wie das Ganze erstmal über diese lange Wellenschiene drüber geht. Und dann kommt eine Weiche, was die Bahn dann in 2 verschiedene Teile teilt. Und hier lässt sich schon sehen, bei dieser Dreierschlangenschiene, wo diese steile Bergabschiene drunter durchgeht, ohne diese Kurve in der Schlangenschiene würde diese steile Bergabschiene da gar nicht verbaut werden können. Es ist also praktisch, wenn man da runter muss und sich die Kurven da quasi aus dem Weg gehen können. Und hier hat man gesehen jetzt auf der Wellenschiene, wie die Kugeln dann den Schwung dann doch ein bisschen verlieren und teilweise auch halt da hängen bleiben. Ist allerdings nicht so oft passiert, aber wenn eine erstmal stehen bleibt, dann wird es schwierig, die weiterzukriegen. Und hier jetzt mal die 8er Schiene im Einsatz. Man sieht halt, wie die Kugeln von ganz hinten kommen und dann bis vorne zur Kamera durchrollen. Die Links zu den Schienen findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like für das Video da, abonniert kugelbahn.de und aktiviert am besten auch das Bimmelbammel-Glöckchen, denn dann werdet ihr informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und ja, bis dahin.